Aber nach Nahost. Bei den Verhandlungen über eine Waffenruhe im Gazastreifen und die Freilassung von Geiseln geht es Berichten zufolge jetzt nur noch um letzte Detailfragen. Grundsätzlich hätten sich Israel und die Hamas bei den Gesprächen in Katar auf ein Abkommen geeinigt. Das meldet eine israelische Zeitung und beruft sich dabei auf arabische Unterhändler. Geklärt werden muss nur noch vor allem der Rückzug der israelischen Armee aus dem Gazastreifen. Im Zentrum von Tel Aviv versammelten sich daraufhin tausende Freunde und Angehörige der israelischen Geiseln, die sich noch immer in der Gewalt der Hamas-Terroristen befinden. Sie hoffen auf eine schnelle Einigung, nun auch in den kommenden Stunden. Ja, schauen wir also auf diese Detailfragen, um die es noch geht. In Tel Aviv ist Max Hermes für uns. Max, guten Morgen. Woran hakt es denn noch? Also hat man Informationen darüber, welche letzten Schritte nun noch zu klären sind? Guten Morgen, Marie. Guten Morgen, Carsten. Ja, wir wissen, dass beide Seiten sich im Grunde handelseinig sind. Es wird immer über die Unterhändler gesprochen. Katar, die USA und Ägypten sind ja da als Vermittler zwischen den beiden Parteien unterwegs, weil Israel und die Hamas-Terroristen nicht direkt miteinander verhandeln. Und da heißt es jetzt aus den Quellen der Kataris, dass offensichtlich nicht ganz klar ist, inwieweit sich die Israelis im ersten Schritt dann jetzt aus dem Gazastreifen zurückziehen. Es ist wohl klar, dass die verbliebenen Bewohner im Süden des Gazastreifens, die zum Teil vertrieben wurden aus dem Norden, dass die dorthin zurückkehren sollen. Aber inwieweit dann israelische Truppen noch auch in diesem Gebiet sind in der Zeit, das wird jetzt gerade noch geklärt. Da möchten die Hamas-Verhandler offensichtlich einen konkreten Plan vorgelegt bekommen. Wir wissen, es gibt eine erste Phase, in der 42 Tage soll die dauern. In der sollen zunächst 33 israelische Geiseln freigelassen werden. Vor allen Dingen Frauen, Kinder und Kranke, die da freikommen sollen. Und dann im Gegenzug auch bis zu 1000 Hamas-Terroristen, die in israelischen Gefängnissen sitzen. Das ist das, wenn wir einmal auf die Zahlen schauen, wie viele Geiseln freigelassen werden sollen. Ja, aber Max, die entscheidende Frage ist ja, wir gehen ja immer noch davon aus, dass rund 100 Geiseln in der Gewalt der Hamas-Terroristen sind. Wir wissen nicht, wie viele tatsächlich noch am Leben sind. Wie würde es denn dann weitergehen nach dieser ersten Phase, die du eben beschrieben hast? Das ist so ein bisschen der Knackpunkt, denn diese 42-tägige Frist dieser ersten Phase, die beginnt dann zunächst und dann möchte man von israelischer Seite erst einmal schauen, wie es weitergeht. Man möchte erst am 16. Tag des Inkrafttretens der ersten Phase darüber sprechen, wie es weitergehen kann. Und das ist so ein bisschen was, wo auch die Unterhändler jetzt sagen, da muss es eigentlich mehr Klarheit geben und wo auch einige der Geiselangehörigen sagen, das ist uns nicht genug. Man kann doch direkt, nachdem man die erste Phase begonnen hat, dann auch über die zweite Phase sprechen. Gestern haben sich im Zentrum von Tel Aviv wieder tausende Menschen versammelt, haben dort gemeinsam gesungen für die Geiseln. Das war eine Stimmung von Anspannung, von Hoffnung, aber auch von Ungewissheit. Alle bangen so ein bisschen, alle sind sich bewusst, dass der Deal wohl gerade so nah ist wie nie zuvor, aber gleichzeitig immer noch die Angst davor, dass er in kürzester Zeit platzen könnte. Also wenn die zweite Phase zustande kommt, dann sollen Männer, dann sollen Soldaten zurückgebracht werden und in einer dritten Phase, man weiß nicht, wann die kommen könnte, würden noch die Leichen israelischer Geiseln dann zurückgebracht werden und das israelische Militär komplett aus dem Gazastreifen abziehen. So die grobe Planung, aber wir sehen, es sind noch viele Ungewissheiten in dieser Planung einbegriffen. Tja, zumal wir ja öfter schon eigentlich ähnlich detaillierte Planungen hatten und am Ende dann doch es nicht funktioniert hat. Max, Dankeschön.